direkt dahinter kämpft Daniel. Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you try. Get down in the get down in the car. Get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt da kam. Und Ben holt sich mit dem Sieg einfach sensationell. Ja, hallo liebe Sim-Racing- und Rennsport-Fans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zur Historic Formula One Masters, Saisonstation Nummer 3 und wir sind in England zu Gast. Silverstone Classic, würde ich sagen, wünsche ich euch allen ganz, ganz viel Spaß. Welcome, ladies and gentlemen. BTR TV proudly presents the historic Formula One Masters 2025. The historic Formula One Masters 2025, only on BTR TV. Und in the end we have a cool race. We had a cool race. And we are still Hello. we are still learning. Hello. And Hello we have again. Yeah. Hello to all today. Patrick? To the new team. So Patrick, What? could you send Damiano an invitation to channel? Ja, Damiano. To whom? To whom? Ach so. oh, no. Okay. Okay, who needs an invitation? Na ja, dann kommst du gleich einfach dazu nach den 10 Minuten. Ah, okay. Der Eugen, der spricht mit irgendwem anderen, nicht mit uns. Ja, da muss 7 Nein, Minuten doch. Mitglied sein oder so und dann kann er da auch beitreten. Ah, das. Ach, hier, euer dritter Fahrer. Ja, genau, Wolfe, genau. ja. Tommy, Ja. Tommy No. Team Code Brown has a dirt driver. No. You get us wrong. It's not the third driver, it's a Trittbrettfahrer. Okay. I don't know how it. Okay, ja, aber Moment. Everyone quiet, please. Ist er denn in der Liga eingeladen? Weil Alles, ansonsten der ist in kommt der er nicht. Liga alles perfekt fertig. Er braucht Okay. nur eine Yes, sir. für den Okay. Talk. Oh my god. I backed into a curb, I can't exit the car, what the fuck is going on? Oh no! My car is moving and I can't exit the car. Car's spinning around. Okay, Lass doch einfach die Macher machen. Maybe they have a shit car. Hey Luke, do this in the race. Huh? Do this in the race. Ja. ja. So, liebe Zuschauer, Saisonstation Nummer 3, Silverstone Classic. Der Heim Grand Prix für unsere Boys aus UK. Insgesamt haben wir heute 18 Fahrer im Grid stehen und auch ein neues Gesicht, Damiano Volpe vom Team Code Brown Racing. Ein ganz, ganz herzlichen Glückwunsch in die Richtung. Für Damiano ist es eines der ersten Rennen in diesem Fahrzeug überhaupt. Leider ist unser aktueller Championship-Leader Sebastian heute nicht am Start. Mal ganz liebe Grüße in die Richtung. Nee. Zwei Minuten, ja. Tommy, 25 Runden hatten wir eingestellt, ne? 2x25.
Leaks oder Hostel? 75. 2x75, da fahren wir morgen früh noch. View Session. We have. By the way, when summertime comes and change clocks forward, could we do 1 hour later? No, later, earlier than. Okay, guys. Also from me, good luck. I will join my team now, and then yeah, we will hear us later. Okay, they all let me alone here. Oh no. Oh no, poor Patrick. But you're welcome in any team. You can go float around, can't you, to different teams? Yeah. Wo ist denn hier da? That's true. Okay, then I come to the teams and say hello. Bye, Ron. Okay then. Right. I'm So hopping we- in Northern Winter. Yep. We change. All the best. Good luck, everyone. Just left. Good luck. All the best, guys. Yeah. Feel free to drop in, Patrick. What? I said feel free to drop in. Yeah, I will come. And to Jib Racing if you want to as well, because it's just me at the moment, but hopefully Mike will be here soon. You should probably do that. Ja, And record some of the ich musste audio. dich jetzt gerade tatsächlich leiser stellen. Ja, aber ja, warst echt übelst ja, laut, also like richtig auch Team verzerrt Radio und so, Chatter. aber jetzt hörst du dich. Oh my god. Yeah. Hörst du dich Ich habe da gut. nochmal Alright, 30 in a Dezibel bit. Extra man da Boosts. Good luck, fellas. Good luck to all. So, inzwischen haben sich hier alle auf unserem Server eingefunden, nach ein paar kleinen Schwierigkeiten. Und die Jungs gehen jetzt hier alle raus, um noch ein paar Runden zu trainieren, bevor dann gleich das Qualifying beginnt. Wie ihr gesehen habt, heute stehen 2x25 Runden auf der Uhr. Der klassische Kurs hier in Silverstone. Leider ist unser Adam heute nicht ganz so fit. Er hatte eine sehr anstrengende Woche und gestern Geburtstag gefeiert. An der Stelle noch einmal einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, auch im Namen der gesamten Community. Und da haben wir das Training auch schon abgeschlossen und die Qualifikationssession beginnt jetzt. 40 Minuten haben wir auf der Uhr stehen, aber die Rundenzahl ist auf 15 begrenzt, so dass dann auch jeder nochmal ein paar Minuten Pause machen kann, bevor das erste Rennen beginnt. Hier in Silverstone ist der Windschatten von einem Teamkollegen nicht ganz so wichtig, so dass hier jeder für sich auch ein paar Runden drehen kann. Ich würde sagen, erstmal nicht, dass ich erstmal mit dem Setup mal hier ein paar Rundchen drehe, mal gucken. Und da haben wir jetzt auch schon die ersten Zeiten. Wenig überraschend hat sich direkt Leon Forst an die Spitze gesetzt. Dahinter Dominic Ochotuso vom Team Northern Winter und Wolfram Pfund auf P3 vom Team Kaltverformung. Wolfram haben wir hier mal im Bild. Auf Track oder was? P4 aktuell Kleber Botaro Mora und auf 5 unser Tommy. Aber wir sind ja gerade erst am Beginn der Session. Schauen wir mal. Die erste Viertelstunde Qualifying ist rum und Leon Forst behauptet weiterhin seine Pole Position. Dahinter hat sich jetzt Agent Ben Summers, unser Ben, in Stellung gebracht. P2 auf P3 Wolfram. Ich glaube, ich bin in der ersten Kurve noch zu zögerlich. Du schmeißt das Auto da rechts rein, Ja, Jungs, bei euch läuft's ja, hä? Auf Startplatz 4 haben wir aktuell unseren Tommy, Startplatz 5 Pascal. Und da hat sich jetzt auch Michael Draxler vom Team Code Braun Racing nach vorn geschoben auf P5 vor Pascal Steinke. Kann ich dir das vielleicht sagen, wo du noch mehr rausholen kannst? Unseren Jan hier, Jan Stefan haben wir hier im Bild, P15 aktuell. Oh, der Ben auch 27er hingehauen. Wahnsinn. Inzwischen haben wir jetzt fast eine halbe Stunde rum und jetzt hat sich Luke Rasputic auf P3 nach vorn geschoben. Jetzt kriegst du noch den Windschatten, wenn du Glück hast. Unser Adam steht heute leider neben sich, wie man hier sieht, und kommt überhaupt nicht auf Zeiten. Dafür läuft es für unseren Luke heute richtig gut und auch Pascal Steinke auf P4 hat hier aber eine Top-Ausgangsposition bisher. Und auch unser Wolfram hat sich mit P5 da gut in Stellung gebracht, direkt hinter ihm Tommy. So, und inzwischen ist die Qualifying-Zeit fast abgelaufen und die meisten Jungs haben ihre Runden absolviert. Vorne alles beim Alten, Leon auf Pole Position vor Ben Summers und Luke Rasputic. Yeah, I think in English they say hot-headed in English, I think. Hot-headed. Yeah, a little bit. Hitzkopf. In German Hitzkopf. Okay. Pascal Steinke haben wir auf Startplatz 4, direkt dahinter sein Teamkollege Wolfram Pfund. Auf 6 haben wir unseren Tommy, P7 Michael Draxler vom Team Code Braun Racing und auf 8 Dominic Ochotuso vom Team Northern Winter. I hope we produced a good video for you. Startplatz 9 haben wir aktuell Eugen Scharf und vom P10 startet Michael J. Taylor. Yeah, maybe.
ungefähr 2 Minuten, dann ist die Qualifying-Zeit abgelaufen und das Grading müsste dann auch gleich beginnen. Ja. Okidoki, all the best, guys. Have Cheers, a nice and Patrick. good race. Am Donnerstag und And have erst mal fun. was Ich bin vor allen Dingen heute gespannt, wie sich der neue Fahrer vom Team Code Braun Racing heute schlägt, Damiano Volpe. Wie ihr sicher mitbekommen habt, ist das sein erstes Rennen heute hier auf dem Fahrzeug. Achso, der kommt jetzt zu jedem. Gehst du nochmal in jede Box hier und wünschst nochmal Glück oder was? Ganzen Leuten hier vorne, also ja, auf euch auf jeden Fall auch alles Gute, viel Glück und in der Pause kommt ihr mal in den offenen Chat, ja? Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich komm auch hier, Tommy, du machst dich ja bestimmt wieder stumm, ne? Ja. Weil wenn der Leon, wenn der wirklich einen großen Vorsprung haben sollte, dann komme ich in den Chat rein. Und nicht in den ersten paar Runden, aber zur Mitte des Rennens komm ich mal rein dann. Machen wir Also- aus, wann du dann kommst. Tommy, geh Also weg. Leon, du kannst dich auch, ich gebe dir einen Tipp, leg den Knopf aufs Lenkrad für Discord muten oder so, dann hast du Ruhe, ne? Das, also ich habe das auch. Also das, Auf jeden Fall, Tommy, geh rechtzeitig in den Tritt. ja, ich gehe auch rechtzeitig in den Gang. Tritt nicht auf aufs Gas. Ja. Schön Ich im mein- ersten Gang ich mein- einlegen, ne? Ich meine, wenn Tommy sich dumm schaltet, dann brauche ich ja eh keinen Mute-Button, dann ist ja eh... Okidoki. Die zweite Pole Position für Leon nach Monza und ich hoffe, heute bringt sie ihm mehr Glück. Ich glaube, es wird nicht allzu langweilig sein. Unser Ben liegt ja nur ein paar Tausendstel dahinter. Mal schauen, vielleicht kann der Leon etwas unter Druck Wir haben setzen. dich ja nur angestellt, damit du hier vorne wegfährst. Weißt du doch. Ja. Aber ey, guck mal, ey, der Ben Summers, ne, auch eine 27,5 noch rausgehauen, ne? Ja. Erstmal gratuliert. Also ich glaube, der Ben ist aber aufgeregt wie Hunde, ne? Wenn er den Start ist, dann Ja, der ist. Vielleicht hat er irgendwas genommen oder sowas. genau. Genau. So, Alles klar. Toi, was PT angeht. Ja. Aber ich hatte gedacht, dass es bewölkt hat tatsächlich, ne? Ja, aber ja, Und da hat die Startaufstellung für das erste Rennen hier in Silverstone auch schon begonnen. Was viel Glück, Tommy. ja, dir auch, Kein ne? Nee, mach du keinen Scheiß. Du bist hier halt unser bestes Pferd im Stall. Und unser Adam vom Team Kalt Performance startet heute von ganz hinten. Ja, wenn es hart auf hart kommt, dann. Wie ihr wisst, ist Adam heute nicht in Bestform. Gut, Luck, guys. Deswegen Hut ab, dass er sich trotzdem in den Grid stellt und mitfährt. Adams Teamkollegen Wolfram und Pascal dafür vorne, die Plätze 4 und 5. Da müssen die zwei Jungs wieder die Kohlen aus dem Der Feuer Ben, der holen. ist eigentlich mega vorsichtig. Ja, klar, aber halte die ersten 2 Runden mit dem Setup sind echt. So, und damit müssen jetzt auch alle Jungs hier im Grid stehen und jeden Augenblick müsste dann die Ampel erscheinen. Rennen Nummer 5 der Historic F1 Masters 2025. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das Rennen ist freigegeben, so wie es aussieht. Ein Topstart von den Jungs hier vorne, aber ganz hinten scheint jemand stehen geblieben zu sein. Da hinten sehen wir es auch, da liegen 2 Autos in der Bande. Oh, was für ein verkorkster Start für die Jungs da hinten. Aber hier vorne alle gut weggekommen. Leon schon mit einem kleinen Vorsprung. Luke Rasputic auf 2 konnte unseren Ben Sommers überholen. Ben dann auf 3. Wolfram auf 4. Unser Tommy auf 5 und Pascal Steinke auf 6. Dahinter haben wir Michael Draxler auf 7. Dominik Ochochuso P8 und Eugen Scharf P9. Robert Simpkins rundet die Top 10 ab und wir schauen uns gleich nochmal den Unfall vom Start an. Michael J. Taylor. Ja, Michael hat... Oh dear, oh dear, oh dear. Ah. And then, Robert touched Damiano. Ja, and, 08, ja. And then, and who's the guy? Oh, Kleber. Oh, sorry. Yeah. I'm feeling so sorry. I thought Oh no, what the fuck. I think it Altara is best, but not. Oh dear. Und vielleicht hat der eine oder andere hier noch im Augenwinkel gesehen. Jetzt gab es auch hier vorne im Feld reichlich Bewegung. Tommy konnte Wolfram überholen und Michael Draxler ist an Pascal Steinke vorbeigegangen. Und unser Bayern vom Team Northern Winter konnte an Robert Simpkins vorbeigehen. Oh, jetzt gab es hier einen wilden Ausritt von Dominik Ochochuso und Eugen Scharf. Beide mussten da durchs Grün, mussten abstoppen und jetzt kommt hier wieder das ganze Feld ein bisschen durcheinander. Aber alles gut, jeder hat sich hier vernünftig eingefädelt. Der ein oder andere musste da ein bisschen abbremsen, aber alles gut.
Und mittendrin hier unser Adam Glatzka vom Team Kaltverformung, geht da auch ein bisschen weit in der ersten Kurve, kämpft hier ganz hinten um die letzten Plätze. Bayern wieder an ihm vorbei, auf P12 vor ihm Jan Stefan, P11, P10 haben wir dann Robert Simpkins, auf 9 Eugen Schaaf. Und Leon, unser Leader ganz vorne, konnte schon einen kleinen Gap aufmachen, 0,7 Sekunden beträgt sein Vorsprung auf Luke Rasputic. Der wiederum einen ganz kleinen Vorsprung auf unseren Ben, 0,6 Sekunden. Und dann schon eine etwas größere Lücke von über 2 Sekunden zum Tommy, der den ganzen Zug hinter sich hat. Wolfram auf 5, Michael Draxler auf 6, Pascal Steinke auf 7 und Dominik Ochochuso auf 8 verfolgen ihn da. Und so wie es aussieht, setzt der Michael Draxler an und geht da innen rein und auch sauber durch. Damit jetzt Michael Draxler auf dem letzten Top-5-Platz und Wolfram Fund P6, direkt hinter ihm Pascal, sein Teamkollege. Michael J. Taylor vom Team Chip Racing und Kleber Botaro Mora vom Checkered Pass Racing Team waren an der Box, haben ihren Fast Repair gezogen und sind wieder rausgefahren. Allerdings mit kräftigem Rückstand. Ein super Start auch für die Jungs hier hinten. Robert Simpkins auf dem letzten Top-10-Platz. Direkt hinter ihm Jan Stefan, BTR TV Racing Team. Der Teamkollege von Luke Rasputic. Und so wie es aussieht, scheint hier vorne Michael Draxler schnell die Lücke nach vorne zum Tommy zuzufahren. Vielleicht gibt es da in den nächsten Runden auch eine Attacke nach vorn. Michael heute sehr, sehr schnell unterwegs. Der neue Fahrer vom Team Code Braun Racing hatte leider ein bisschen Pech am Anfang. Ihr habt es gesehen, er war da mit verwickelt in den Unfall vom Michael J. Taylor und musste wahrscheinlich auch an die Box, fährt jetzt dem Feld hinterher. Genauso wie unser brasilianischer Freund hier, Kleber Botaro Mora. Die Jungs befinden sich aktuell hier schon in Runde 3. Und bis auf den kleinen Startzwischenfall hat es hier noch nichts weiter gegeben. Alles top, sauber bisher abgelaufen. Sehr, sehr schön. Und Agent 007 Ben Summers hier auf P3, ein Topstart in das Rennen. Allerdings hat er auch schon einen Rückstand von fast einer Sekunde auf den Luke vor ihm. Ihr seht hier schön an der Spitze, die Positionen sind geklärt. Leon führt das Rennen hier souverän an. Ungefähr 0,7 bis 0,8 Sekunden hinter ihm dann Luke Rasputic. Und dann noch einmal eine Sekunde Abstand auf P3 Ben Summers. Die Jungs können sich jetzt vom Rest des Feldes schon erheblich absetzen. Ein Stück dahinter das gewohnte Bild. Tommy führte einen D-Zug von Verfolgern an. Michael Draxler P5, Wolfram Fund P6, Pascal Steinke P7, Dominik Ochochuso P8 und Eugen Schaaf P9. Robert Simpkins auf P10 musste abreißen lassen und ist da schon fast 2 Sekunden weg vom Feld hier vorne. Oh, und jetzt hier der nächste Ausritt. Michael Draxler muss da sehr, sehr weit gehen und verliert eine Menge Plätze. Oh, er fällt ganz, ganz weit zurück. So wie es aussieht, hier noch hinter Jan Stefan reiht sich da vernünftig wieder ein. Byron musste da wahrscheinlich ein kleines bisschen vom Gas gehen, aber alles gut hier. Oh, da hat El Cotletto gleich 6 Plätze eingebüßt. Das freut natürlich die Jungs vom Team Kaltverformung hier vorn. Wolfram Fund damit wieder in die Top 5 nach vorn gerückt. Und Pascal Steinke verfolgt ihn auf P6. Dominik Ochochuso jetzt auf P7. Und Eugen Schaaf auf 8. Oh, und da geht der nächste fliegen. Adam Glatzka verliert sein Fahrzeug, kann die Kiste aber nochmal abfangen und weiter geht's. Das sah spektakulär aus, das müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Und durch die Zwischenfälle ist Russell Hamilton, der hier heute im neuen Design unterwegs ist, nach vorne gerückt in die Top 15. Aktuell auf dem 14. Platz, sehr, sehr schön. Hier Adam Glatzka hier on lap 3. Adam has a hard week. Yeah, he has a hard week. He was tired. Wow, you missed out a lot. It was not our Adam today. Yeah. Oh dear. Ja. Und wie wir es vorhin schon erwähnt haben, dafür springen Wolfram und Pascal in die Bresche. Wolfram heute wieder mit einer sensationellen Performance in den Top 5. Eine mega Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten, die der Wolfram da hingelegt hat. Da kann man nur seinen Respekt zollen und den Hut vorziehen. Das komplette Team Kaltverformung liegt ja auch richtig gut in der Teamwertung, aktuell auf P2. So wie es aussieht, ist aber die Kombination aus Leon, Tommy und Sebastian scheinbar unschlagbar. Und auch Leon ganz vorn scheint da absolut unschlagbar diese Saison und wird nur aufgehalten durch Probleme, die sein PC macht. Und Michael Draxler scheint dann nach seinem Ausritt jetzt da hinten auf P11 festzuhängen. Aktuell der letzte Top-10-Platz, Jan Stefan. Aber er ist da ganz dicht dran und ich denke mal, in den nächsten paar Kurven wird dann auch ein Angriff erfolgen. Direkt vor den Jungs, Robert Simpkins ist da auch nicht so weit weg. Byron muss er jetzt schon leicht abreißen lassen und hinter Byron Thomas Willershausen auf P13. Solider Start, würde ich mal sagen.
Russell Hamilton auf P14 ist da schon ein kleines bisschen abgeschlagen und der letzte Punkteplatz geht an Adam Klatzka aktuell. So langsam bilden sich hier überall Grüppchen. Ein Stück vor den Jungs hier, Eugen Scharf, versucht da auch an Dominic Ociojuso vorbeizugehen, der wehrt sich da aber noch. Wolfram auf P5 kann sich langsam von der Gruppe hier lösen, verliert aber auch nach vorne so langsam den Anschluss an Tommy. Alles in allem, das Team Kaltverformung mal wieder in Top-Verfassung heute hier in das Rennen gestartet. Sorry. Oh, und da haben wir es gerade gehört, da hat es den nächsten Zwischenfall im hinteren Feld gegeben. Müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Wir sehen es hier auch, Jan Stefan auf P10, direkt hinter ihm Byron und Michael Draxler fehlt da. Michael Traxler hier. Oh, okay. Okay, Jan Stefan is on the inside. Ja, okay. And it's can't turn in there. If there's a car, you can't turn in. Yeah. You always have to leave the space. All the time you have to leave the space. It's immer einfach. It's not so easy in it's not so easy if you when you are racing, you know. Sehr, sehr schade für Michael, war heute richtig schnell hier unterwegs und ich denke mal nach dem Zwischenfall wird er auch an die Box fahren müssen. Dominic Ociojuso kann sich weiterhin hier auf P7 behaupten. Ihr wisst auch, Dominic ist noch gar nicht so lange hier auf dem Fahrzeug unterwegs. Er kann hier die ganze Zeit Eugen Scharf in Schach halten, allerdings fehlen ihm davon auch schon fast eine Sekunde. Die Jungs hier eröffnen jetzt Runde 7 von insgesamt 25. Leon macht sich vorn immer mehr aus dem Staub, sein Vorsprung beträgt jetzt schon fast 2 Sekunden auf Luke Rasputic, der seinerseits wiederum auch fast 2 Sekunden auf unserem Ben hat und dahinter dann eine etwas größere Lücke von über 3 Sekunden zum Tommy. Leon, unser Leader vorne, ist aktuell auch der Einzige, der 1,28er Rundenzeiten fahren kann. Wahnsinnige Pace heute wieder. Tommy hier auf P4 muss dann nach vorn immer mehr abreißen lassen. Der Abstand beträgt jetzt schon mehr als 3 Sekunden. Und Wolfram bleibt da beharrlich hinten dran. Pascal Steinke, Wolframs Teamkollege auf P6, hat da schon einen Abstand von über 2 Sekunden und wird immer noch verfolgt von Dominic Ociojuso und Eugen Scharf. Tommy und Wolfram hier auf den Plätzen 4 und 5 fahren fast exakt die gleichen Rundenzeiten. Dominic Ociojuso hinterm Pascal hat inzwischen einen Abstand von ungefähr 0,8 Sekunden. Wird immer noch verfolgt von Eugen Scharf und dahinter dann eine größere Lücke. Robert Simpkins P9, Jan Stefan P10, Byron Long P11, Thomas Willershausen P12 und Russell Hamilton ist inzwischen bis auf P13 nach vorn gekommen. Michael Draxler, nach Reparaturstopp aus der Box wieder rausgefahren, befindet sich aktuell auf P14 und auf dem letzten Punkteplatz weiterhin unser Adam. Und so wie es aussieht, hat man jetzt im Mittelfeld den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Auch da schalten wir direkt mal hin. Sehen Sie auch hier, Dominic Ociojuso fällt da irgendwie. Okay, we have Dominic here from the Northern Winter Racing Team. Just dropping it on his Yeah, own. but he don't. He didn't know the car, so it's it's exactly. I know what I mean. So. Yeah. Und durch den Zwischenfall ist Dominic bis auf P10 zurückgefallen. Nichtsdestotrotz bisher immer noch ein Top-Rennen. Tommy und Wolfram kämpfen hier weiterhin um P4. Der Abstand zum Ben nach vorn wird immer größer. Allerdings auch der Vorsprung auf Pascal, Wolframs Teamkollegen, der direkt hinter den Jungs unterwegs ist. Dann haben wir auf 7 Eugen Scharf, auf 8 Robert Simpkins und auf 9 Jan Stefan. P10 dann Dominic Ociojuso, der mit seinem Teamkollegen Byron Long um den letzten Top-10-Platz kämpft und dann mit ein bisschen Abstand von ungefähr 4 Sekunden Thomas Willershausen auf P12. Hier haben wir Thomas mal im Bild, ist da gemeinsam mit Russell Hamilton unterwegs, der hier ein Stück hinter ihm fährt. Nach hinten zu Michael Draxler, der sich auf P14 befindet, haben die Jungs ungefähr 3 Sekunden Vorsprung. Runde 9 und hier im vorderen Mittelfeld gibt es jetzt einen Positionswechsel. Eugen Scharf geht da an Pascal Steinke vorbei, die Plätze 6 und 7. Nach vorn zu Wolfram Fund fehlen dem Duo schon fast 4 Sekunden. Inzwischen hat sich auch das gesamte Feld so ziemlich auseinandergezogen und bis auf den Zweikampf hier zwischen Wolfram und Eugen sind fast alle Positionen gefestigt. Auch Eugens Teamkollege Damiano Volpe ist immer noch unterwegs, obwohl er außerhalb der Punkte liegt. Für ihn ein zäher Beginn hier in das Lotus-Abenteuer. Ihr wisst, die Jungs vom Team Code Braun haben Damiano erst kurz vorm Rennen verpflichtet und er ist hier ins kalte Wasser gesprungen.
Damiano hatte ja leider am Anfang ein bisschen Pech, als er da in den Startzwischenfall mit verwickelt wurde. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch noch ein zweites Rennen. Und unser Wolfram hier ist jetzt wieder ganz dicht dran am Tommy und setzt ihn da unter Druck. Lässt dann nicht locker und folgt ihm wie ein Schatten. Mal wieder ein absolut sauberes Rennen von unserem Wolfram. Wulle kämpft hier in jedem Rennen vorne um die Top 5 mit. Das hätte ich ehrlich gesagt vor der Saison so in der Form nicht erwartet. Umso erfreulicher ist es. Unser Leon hier vorne fährt mal wieder alles in Grund und Boden. Oh, jetzt ist er hier am Glitschen. Nicht, dass wieder der Rechner versagt. Luke auf P2 hat inzwischen 3,5 Sekunden ungefähr Abstand auf Leon nach vorn. Hat aber auch ungefähr 2 Sekunden Vorsprung auf Agent Ben Summers, der ihm da auf P3 wie ein Schatten folgt. Ben und Luke haben in etwa die gleiche Pace und fahren dieselben Rundenzeiten. Leon vorn ungefähr eine halbe Sekunde schneller pro Runde. Und auch Bens Abstand nach hinten zum Tommy und zum Wolfram wird immer größer. Der beträgt jetzt schon fast 6 Sekunden. Unser Ben hält hier bei seinem Heim Grand Prix heute die britischen Flaggen hoch. Mitte Runde 12 und wir bewegen uns langsam Richtung Halbzeit. Hier vorn alles beim Alten. Leon vorn kontrolliert das Rennen. Luke und Ben folgen ihm. Und ein Stück weiter hinten im Feld hat man einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Ja, Wolle, ey, ich krieg den nicht abgeschüttelt, ne? Adam here. Oh, that was the last corner. Thunderfoot. I say it is not Adam's day. Naja. Not in the right physical performance. Du blinkst ab und zu mal. Verbindung macht schon wieder Faxen. Ja, ich habe gesehen, du bist ab und zu mal. Ja, ich hab da. Deswegen. Und wie ihr gemerkt habt, habe ich mich jetzt ein bisschen hier zum Leon eingeloggt. Sicher fühle ich. Deswegen. Denn aktuell gibt es sehr wenig Zweikämpfe hier im Feld. Ich stell die gerade Rennen ein Stück runter und dann. Wolfram macht weiterhin Druck auf Thomas, aber kommt irgendwie nicht nah genug ran, um einen Angriff zu starten. Ansonsten haben wir aktuell sehr wenig Positionskämpfe hier im Feld. Ein Stück weiter hinten versucht Michael El Kotletto Draxler wieder nach vorn zu kommen. Nur langsam. Muss er schneller machen. Aber ansonsten ist es sehr, sehr ruhig aktuell. Und trotz seines Vorsprungs schüttelt Leon eine schnelle Runde nach der anderen aus dem Ärmel. Die nächste Top-Runde hier in den Asphalt gebrannt. Fast 4 Zehntel schneller als Luke Rasputic hinter ihm. Ja, mit Taylor oder so. Ja, Michael J. Taylor, Kleber, Potaro und ich glaube Daniel. Ich hoffe, das hält hier. Wolfram setzt den Tommy ganz schön unter Druck. Wolfram lässt hier einfach nicht locker. Genau die richtige Strategie, aber Tommy lässt sich bisher nicht ins Boxhorn jagen. Die zwei hier fahren heute ihr eigenes Rennen nach hinten und vorn reichlich Luft, da passiert nichts mehr. Knapp 12 Runden hat Wolfram noch Zeit, den Spieß hier umzudrehen. Vielleicht kann ja hinter den Jungs Pascal Steinke, der Teamkollege vom Wolfram, wieder an Eugen Scharf ranfahren und vielleicht gibt es da nochmal einen Zweikampf. Wir haben die beiden hier mal im Bild. Pascal liegt da ungefähr eine Sekunde hinter Eugen. Und noch einmal 3 Sekunden dahinter dann hier auf P8 Robert Simkins, der heute mal wieder ein sehr, sehr sauberes und solides Rennen hat. Der bestplatzierte Fahrer vom Checkered Pass Racing Team wird heute wieder viele Punkte auch fürs Team machen. Dann haben wir 1,5 Sekunden hinterm Robert Jan Stefan, P9. Knapp 2 Sekunden Vorsprung auf unseren Bayern. Und hinterm Bayern dann auf P11 Dominik Ochochuso schon fast 10 Sekunden weg. Der hatte auch einen kleinen Zwischenfall vorhin gehabt, den wir uns unbedingt nochmal anschauen sollten. Den reichen wir direkt jetzt gleich mal nach. Dominic again. Oh! Oh dear. Oh. Well, there's some danger with it. He almost put the car. Oh dear. No, Tom, don't give away our aerodynamic vorne keine Spannung geben kann. What, that we welded my radiators closed for this race? Yeah. Oh shit, did I say that out loud? Oh shit, fuck. So kann man's aussehen. Nichtsdestotrotz kann sich Dominik weiterhin auf P11 behaupten. Noch vor seinem Teamkollegen und Adam hier heute ein gebrauchtes Rennen P15, fährt im Feld hinterher und versucht das Rennen irgendwie vernünftig zu beenden. Und auch Kleber Potaro kämpft sich hier tapfer durchs Rennen nach seinem Zwischenfall am Start. Aber ich denke mal, Kleber bereitet sich da schon auf das zweite Rennen vor. Jeder Trainingskilometer ist wichtig.
Pascal verliert jetzt so ein bisschen den Anschluss nach vorn zu Eugen Scharf. Inzwischen beträgt der Abstand schon über 1,5 Sekunden. Ich denke mal, für Pascal geht es da jetzt eher darum, den 7. Platz abzusichern. Hier mal ein Blick nach hinten. Dominik Ochochuso, Thomas Willershausen und auf P13 Michael Draxler, der dem Duo vor ihm immer näher kommt. Da wird es bestimmt auch noch ein paar Zweikämpfe geben. Michael ist da richtig schnell, hat eine sehr hohe Pace und ich denke mal, in den nächsten paar Runden wird dann auch der Angriff erfolgen. Da haben wir jetzt im letzten Drittel des Rennens doch noch ein paar spannende Zweikämpfe zu erwarten. Wulle und Hellfinger, das Duell geht jetzt hier in die nächste Runde. Wolfram jagt unseren Tommy hier permanent um den Kurs und versucht ihn in den Fehler zu treiben. Aber Tommy behält die Nerven. Und während die Jungs hier fröhlich vor sich hin kämpfen, hat man weiter hinten im Feld einen kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Da schalten wir direkt jetzt mal hin. Oh, Ja, very see. Oh. Too fast, I think. Ja, too heavy on the throttle. Sieht das Kleber aus, was du ausgekriegt meinst. On the throttle. Throttle. Leon hier von unser Leader baut seinen Vorsprung immer mehr aus und läuft jetzt langsam auf Kleber Botaro Mora auf. Unser Kleber, wie immer im klassischen Prep-Design von Nelson Piquet. Runde 18 und Eugen Scharf konnte sich inzwischen komplett vom Pascal lösen. Hier vorne, der Kampf geht in die nächste Runde. Wolfram lässt da einfach nicht locker. Ein tolles Rennen von beiden heute hier. Wolfram wartet da geduldig auf eine Möglichkeit, am Tommy vorbeizugehen und Tommy gibt sie ihm einfach nicht. Bisschen mehr als 6 Runden hat Wohle noch Zeit, das Ergebnis zu drehen. Oh, und so wie es aussieht, hat es hier einen Zwischenfall gegeben. Wir sehen, Evil Tech Thomas Willershausen steht da mit zerstörtem Fahrzeug an der Box. Da hat es wohl einen größeren Zwischenfall gegeben. Das müssen wir uns direkt mal anschauen. Wir schalten hin. Oh, this one, guys, is awful. Oh, I'm so sorry for Thomas because he I would say Michael is very optimistic here and yeah. He goes for the inside, bomb, and then... But I think in the end both are guilty. And look at the car in the background. Bam! I think that's a report and penalty. Oh, yeah. oh God, it's Lewis and Max all over again. Oh, und hier gibt es gleich den nächsten Ausritt. Adam eiert da ein bisschen durch die Botanik und von hinten kommt Damiano Volpe an. Ja. Adam. Müssen wir auch gleich nochmal schauen, was da los war. Das ist heute wahrlich nicht das Rennen von unserem Adam. Ja, der Abstand nach vorne wurde plötzlich weniger, dachte ich mir schon. Okay, it's Adam here, doing some entertainment for the spectators. I don't know. Good shame. Ooh, Adam's still got those birthday vibes going, that's what it is. Happy birthday, Und während die Jungs hier einer nach der anderen ihr Auto weglegen, hat Russell Hamilton heute ein absolut fehlerfreies und sauberes Rennen und schleicht sich so langsam nach vorn. Aktuell P11. Ein Top-Rennen für ihn und eine Menge Punkte für das Team Checkered Past Racing. Ich denke mal, das wird auch ein bisschen am neuen Design liegen. Hier vorne im Kampf um P4, alles beim Alten. Tommy versucht seine Position zu halten und Wolfram folgt ihm da wie ein Schatten. Vielleicht gibt es da hier noch einen Kampf um Position. Oh, Ben, schnellste Runde. Oh, noch 5 Runden. Robert Simpkins gegen Jan Stephan, die Position 8 und 9. Jan konnte da seinen Rückstand sukzessive zufahren und ist ziemlich dicht dran. Ich weiß nicht, was ich heute Morgen zum Frühstück hatte, aber ich will das auch. Unser Bayern auf P10 ist da ungefähr 2,5 Sekunden weg von dem Duo hier. Und 007 Agent Ben Summers dreht jetzt hier auf. Er hat jetzt hier eine super schnelle Runde in den Asphalt gebrannt. Eine 1:28,324, die bisher schnellste Runde des Rennens. 5 Runden Zeit hat er noch, um Luke vorne einzuholen.
Aber ich denke mal, das wird ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, denn Luke ist fast genauso schnell wie unser Ben, nur ein paar Tausendstel langsamer. Aber ihr 3 an der Spitze fahrt ähnliche Rundenzeiten. Und so langsam gehen den Jungs ja auch die Zeit aus. Wir befinden uns aktuell in Runde 20 von 25. Ich schätze mal, die Jungs versuchen ihre Position zu halten und ins Ziel zu bringen. Wie gesagt, wir haben ja dann auch noch ein zweites Rennen. Erstmal 10 Minuten Pause und Warm-up und dann geht's weiter. Und man sieht hier schön am Tommy, dass hier auch so langsam die Reifen eingehen und zum Problem werden. Vielleicht könnte das ja nochmal Wolfram eine Möglichkeit geben, am Tommy vorbeizugehen. Habe ich mich beinahe vertan. Eugen Schaaf hier weiterhin auf P6. Ein sehr, sehr solides Rennen. Allerdings geht dann nach vorne und hinten nichts mehr. Dann haben wir hier auf P7 Pascal Steinke, Wolframs Teamkollege. Auf 8 Robert Simpkins. Und auf 9 Jan Stefan, der jetzt ganz dicht dran ist am Robert. Und vielleicht gibt es da nochmal einen Zweikampf. Allerdings wird es kein leichtes Unterfangen für Jan, denn Robert ist heute sehr, sehr sauber und ziemlich fehlerfrei unterwegs. Hinter den Jungs Bayern auf P10 ist da keine Gefahr, der ist bis mehr als 3 Sekunden weit weg. Allerdings sehe ich hier im Relativ, dass Russell Hamilton da so langsam Besuch bekommt von Dominic Ochochuso, der nach seinem kleinen Ausritt auch noch eine Position gut machen will. Und auch Luke scheint da aktuell mit seinen Reifen ein wenig zu kämpfen, denn Ben kann da den Rückstand merklich zufahren. 0,7 Sekunden von seinem Rückstand hat er schon abgeknabbert. Und ein bisschen mehr als 3 Runden hat Ben ja auch noch Zeit, um den Spieß hier umzudrehen. Bei Tommy und Wolfram hier Business as usual. Wolfram macht da richtig Druck von hinten und Tommy kann dem Stand halten. Weit ist es nicht mehr. Michael Draxler nach dem Zwischenfall mit Thomas Willershausen ist da auch noch unterwegs, liegt aktuell auf P13. Und davor, wie von mir prophezeit, taucht der Adam gleich vor mir auf. Dominik hat den Rückstand zu Russell Hamilton zugefahren und wird da über kurz oder lange versuchen, da noch vorbeizugehen. Da gibt es jetzt hier am Ende des Rennens doch noch den ein oder anderen Zweikampf, sehr, sehr schön. Und es geht ja auch um die Punkte fürs Team, nachdem Thomas Willershausen ausgeschieden ist. Noch kann sich allerdings Russell Hamilton auf P11 behaupten und sieht nicht so aus, als ob Dominik jetzt da den nächsten Angriff startet. Nach hinten zu Michael Draxler auf P13 haben die Jungs einen Vorsprung von 10 Sekunden. Da passiert nichts mehr. Unser Wulle gönnt hier Tommy einfach keine Ruhe. Der muss alles geben bis zum Zielstrich. Sind Adam und Luke in einem Team? Kann das sein? Kalsglück hat sie erledigt. Oh, und unser Adam kann nicht mehr. Der fährt jetzt an die Box und stellt ab. Kann ich voll verstehen. Trotzdem noch einmal Respekt, dass er heute überhaupt hier angetreten ist. War nun die Frage, ob Luke und Adam in einem Team sind, aber nee, nein. Adam ist Kaltverformung. Weil sonst hätte ich jetzt gedacht, hält der Adam vielleicht nicht auf, um den Luke ranzulassen. Trotzdem bleibt das Team Kaltverformung weiter im Rennen um die Teammeisterschaft. Aber ja, strategisch nicht. Denn Teamkollegen vom Adam, Pascal und Wolfram holen heute dick Punkte, sind ganz vorne mit dabei. Die blauen Flaggen sind ja nur eine Empfehlung, keine Pflicht. Und hier gibt es jetzt das von mir vorhergesagte Überholmanöver. Dominic Ochochuso ist da ganz sauber am Russell Hamilton vorbeigegangen, der sich aber auch nicht großartig gewehrt hat. Damit haben wir jetzt die Jungs vom Team Northern Winter auf den Plätzen 10 und 11. Das gibt auch satt Punkte. Wo ist der Wolfram hin? Oh, da scheint es irgendwie ein Problem gehabt zu haben. Oh, es fällt mir auch schon ein riesiger Stein vom Herzen. Thanks, AJ. Oh, und ihr habt es gerade gehört und wir sehen es da auch im Relativ. Wolfram ist bis auf P7 zurückgefallen. Da hat es einen Zwischenfall gegeben. Das müssen wir uns direkt gleich mal anschauen. Wir schalten hin. Adam war mal kurz an der Box. Wolfram here. Oh, it's all. Oh, that's. I didn't see that. It's almost the end of the race and ooh.
Too wide and lose the car. Ja. Ooh, you got lucky. I think 10 centimeters. You got lucky, Wolfram. Ja. Very close. Ach, so schade. Da bringt sich Wolfram um den wohlverdienten Lohn seines bisher so sauberen Rennens. Nichtsdestotrotz, P7 ist immer noch ein Top-Ergebnis. Die Jungs befinden sich jetzt hier in der vorletzten Runde. Das heißt, 1,5 Runden haben wir noch zu gehen. Und Tommy wird jetzt erstmal ein bisschen durchatmen. Dadurch ist jetzt Eugen Scharf auf P5 nach vorn gerückt. Ein absolutes Top-Rennen für Eugen heute. Und eine Menge Punkte fürs Team. Schade, dass Michael Draxler da so ein bisschen Pech hatte und ganz hinten am Ende des Feldes liegt. Ups. Pascal Steinke haben wir durch den Zwischenfall von Wolfram jetzt auf P6 und wie gesagt Wolfram hier auf 7. Unglaublich, der Ben, der holt auf den Luke auf. Wie geil ist das denn? Knapp 2 Sekunden hinterm Wolfram Robert Simpkins auf 8 und Jan Stefan musste jetzt wieder ein kleines bisschen abreißen lassen. Dann haben wir hier auf den letzten Top-10-Platz Byron Long. Unser Byron heute auch ein sehr, sehr sauberes, unauffälliges und solides Rennen. Eine Menge Punkte fürs Team, da ja sein Teamkollege Dominik direkt hinter ihm liegt. Dann hier auf 12 Russell und direkt hinterm Russell haben wir Adam Glatzka, der doch nochmal rausgefahren ist nach einem kleinen Reparaturstopp. Ich denke mal, vielleicht wird das Fahrzeug da auch zu schwer beschädigt gewesen sein. Ja. Auf jeden Fall eröffnet jetzt unser Leon hier die letzte Runde, White Flag. Inzwischen hat Leon über 6 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes rausgefahren. Und unser Ben ist jetzt ganz dicht dran am Luke. Schraub die Grafik gleich mal runter, dann sollte das für zweiteren kein Problem geben. Er konnte den Rückstand zufahren und mal schauen, ob er dann noch einen Angriff starten kann. Das C hier auf dem SPF. Letzte Runde. SPS-Tafel, das wird mal wieder orange. Ihr habt gehört, auch Tommy befindet sich jetzt in seiner letzten Runde. CPU. Oh, Ben ist hier zwar dicht dran, aber ich glaube nicht, dass er da noch einen Angriff starten kann. Die weniger belastet wird. Ah, 0,4, ne? Ben ist dran. Allerdings geht jetzt unserem Ben so langsam die Zeit aus. Weit ist es nicht mehr bis zum Zielstrich. Und Luke ist mit allen Wassern gewaschen. Er weiß sich zu wehren. Tommy auf P4 liegt inzwischen über 16 Sekunden weg von den Jungs hier vorn. Ein absolutes Top-Rennen heute von Luke, aber auch von Ben. Leider konnten sie Leon heute nicht unter Druck setzen. Energieanfall. Leon ist heute mal wieder in seiner eigenen Liga unterwegs und cruist jetzt hier zum nächsten Sieg. Der insgesamt 5. Sieg in Folge. Da kann man nur den Hut vorziehen. Und damit wird sich Leon auch in der Meisterschaft auf und davon machen, denn sein ärgster Konkurrent und Teamkollege Sebastian ist ja heute leider nicht am Start, weil er heute keine Zeit hat. Sebastian hat dieses Wochenende familiäre Verpflichtungen. Auch da geht ein ganz, ganz lieber Gruß hin. Und hier jetzt die letzten Kurven für unseren Leader Leon. Ein ganz herzlicher Glückwunsch. Top gemacht. Eine absolut saubere Leistung. Sieg Nummer 5. Gratulation. Ein bisschen mehr als 5 Sekunden dahinter kommen Luke und Ben. Damit bist du der neue Championship-Leader. There we go. P3. Ja. Podium. Luke auf Pass P4. mal, Luke and Ben, nice race. Great race. Oh my god, great pace, Leon. Oh, Top bad man. great pace. Super Yeah, gefahren. good race, guys. I was just going as fast as I possibly could. Oh, cheers, Fippers. Juhu, Ben! Congratulations! Danke, It's danke. free for you. Great Top job. gemacht, Luke. Das war super. Am Schluss jetzt hier, der Ben ist nochmal dicht dran gekommen. Oh, dear. Ja, meine Reifen waren tot, ey. Meine Reifen waren irgendwo im Nirgendwo. Man hat gesehen, aber ganz saubere Leistung und damit hast du ja auch einen super Startplatz jetzt für zweite Rennen. Ja, das stimmt. Dicke Punkte, dein Teamkollege hat auch super Good race overall, everyone, but Sehr gut, Jan. jo, danke, aber ich muss mal gucken, was passiert ist. Rejoining the track after Wir können uns leaving. ja alle nochmal im Hauptchat treffen. Ich wollte nur mal We will watch the replay. One rule, please. You have to go to the pit, please. Okay, also bis später. Super Bis gemacht. später. Hello Ben. Congratulations. Oh, I was trying to That was give close. Luke a hard time. Dass der Ben Savas auf I was, Platz Luke gelandet said ist. his tires were at the end. His tires were dead. Yeah, I was One starting to lap catch and him a you, bit at the you end, had yeah. to catch him. But Mike has bad luck in the beginning. Oh. Oh, yeah, I haven't seen it. I don't see that, but I see there were a lot of cars in the. Mike forgot to turn the ignition on. Die Zeit Oh, okay. erhöhen. Oh, no. But Ben, this was It goes better when you a turn lot the of engine on, points. apparently.
Oh no. Na, Martin, wie geht's dir denn? Alles gut? So how long? We've got 10-minute break now, haven't we? Yeah, 10 minutes. I'm sweating. Wo ist denn hier der Ah. Haupt... Okie-dokie, I go in the... Alright, cheers, Patrick. Ja. Yeah. Till later, and this was awesome. All the best for the second race. Und hier in der Pause switche ich jetzt mal zu den einzelnen Jungs in den Kanälen, um zu hören, wie es so gelaufen ist. Wir sammeln hier mal ein paar persönliche Eindrücke von den Fahrern. Glückwunsch. Nach dem Besuch beim Ben und Chip Racing bin ich jetzt beim Team Kaltverformung im Chat. Darfst auch viel geschafft. Das greift nicht. Hallo Jungs, AJ. Ja, weil es zu warm ist, ey. Wenn es zu warm ist, das packt bei der Temperatur nicht, das ist das Problem. Irgendwie ist das hier alles scheiße. Ja, aber der läuft wie Schmierseife. Wulle und ich haben auch zu kämpfen. Ja, das haben wir Hat's gesehen. Ja, Wulle hat ganz schön den Tommy unter Druck gesetzt. Ja, unser Setup ist, eigentlich läuft unser Setup gut, aber boah, bei den Temperaturen, da greift das irgendwie nicht. Wir haben echt unsere Schwierigkeiten, alle drei, ey. Aber gut, so ist das, ne? Ja, letztendlich hatten alle mit den gleichen Bedingungen zu kämpfen. Ja, richtig. Eine Setup kommt besser klar, der andere weniger, der andere Fahrer kommt besser klar und so ist das halt, ne? Wir sehen uns in Spa. Auf jeden Fall alles Gute fürs zweite Rennen. Ja, danke. Ja, holen ja immer zwei die Kohlen aus dem Feuer, also. Ja, ich bin im Moment, ich bin absolut am Arsch, ey. Dafür bringen ja deine Jungs ein. Ja, 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 dafür wir hab ich unterstützen die, uns als Team. Wir unterstützen uns als Team. Wenn einer ausfällt, liefern die anderen beiden. Ich war gerade weg, als der Moller auf einmal verschwunden war. Der hat ja so schön Tommy die ganze Zeit. Und natürlich schauen wir uns jetzt gleich auch nochmal die Highlights vom ersten Rennen an. Ja, ich bin vorbeigefahren. Ich hab aus dem Augenwinkel ein Auto gesehen, aber keine gelben Flaggen, hab nicht so drauf geachtet. Da war bestimmt Fata Morgana oder so. Und dann gucke ich unten in die Blackbox rein, der wurde auf einmal hinter mir. Ich so, oh, was ist denn bei dir passiert? Warst du das, der da stand? Ich hab's leider nicht gesehen, Ja. müssen wir dann später nochmal gucken, aber alles Gute auf jeden Fall fürs zweite Rennen. Das war schon gut. Jo, danke. Dankeschön. Und Adam wünscht. Ja, hör auf, ey, hör auf. Geh mal zur Wolle da, Hups, und frag Ja, ja, mal da. das ist nicht meine Woche, glaub mir. Ist der so hinter mir? Aber ich komme wieder, glaub mir. Le Mans und Spa, da hast du in Le Mans um Sieg gekämpft und Spa hast du Ich warte sowieso auf die letzten Das Tage. sollte das eine oder Einmal andere hab ich einen Fehler gemacht. drin sein. Alles wird gut. Verteidigungslinie Okay, lang Jungs. gefahren, dann Bis hat er es später. auch nicht geschafft, Jo, vorbeizukommen. bis später. Jo, bis später. Geh mal fragen, und der... Hallo. Ah ja. Good luck, guys. Good luck. Good luck. Leon, your car's on fire. Get out. Keep it. Good luck, everyone. Have a fun one. Yeah, fine. Good luck, guys. Think about it. That's the best decision made, huh? Come on, dude, you can't just put in one.
Conrad, look at Ben. Nice race. Nice race. Oh my god, great tape, Leon. Also, Ben, great tape. Yeah, good race, guys. I was just going as fast as I possibly could. Yoo-hoo, man! Congratulations! P3 for you. Great job. Der eine ist gar nicht weggefahren. Stehen geblieben. Überhaupt nicht, der ist stehen geblieben. Weil der eine nicht losgefahren ist, ist einfach nicht losgefahren. Ja, der ist einfach stehen geblieben und ist gar nicht losgefahren. Man geht weiter. Wo geht's denn jetzt weiter? Das nächste Rennen. Hier oben so. Ja, aber in 2 Minuten, 3 Minuten? Wenn die 10 Minuten abgelaufen sind, 1 Minute Kritik, dann geht's schon wieder los. Also während des Rennens muss keine Strafe geben. Alles Gute für euch. Ja, gleichfalls. Ja. Und dann bis später. Ja, Bis später. Ciao. Ja, oder je nachdem. So, ne? Versicherung gibt es auch. Wir haben überlegt, so ja, Strafen tatsächlich oder... Die 10 Minuten Warm-up sind gleich abgelaufen und das Kritik müsste dann gleich losgehen. Wie im ersten Rennen. 25 Runden haben wir auf der Uhr stehen. Und nach dem ersten Rennen wurde auch ein Protest hinterlegt, sodass unser Rennleiter Jeffrey heute mal Arbeit bekommt. Hat er aber irgendwas mit zurückkommen auf die Strecke oder so? Die Startaufstellung für das zweite Rennen ist exakt der Zieleinlauf des ersten Rennens. Wir haben die Reihenfolge oben eingeblendet. Ja, Protest noch gut ist. Hab ich auch gesagt. Dafür ist ja da. Und trotz Protest im ersten Rennen haben wir im zweiten Rennen alle Fahrer wieder am Start stehen. Genau. Ja, Mit genau. Jeffrey Gold. Ja, genau. Ne, der ist kurz bei Wolle. Auf jeden Fall. Der kommt gleich wieder. Tommy ist noch kurz bei Wolfram im Chat. Ohne Report, nix, So, ne? Feature Race. Luke waren die Reifen total am Ende. Die Jungs machen sich jetzt alle bereit. Das Kritik müsste jetzt sofort losgehen. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Leon startet natürlich wieder von vorn, Luke von P2 und Ben von P3. Ich denke mal, da wird das BTR TV Racing Team heute auch in der Teammeisterschaft einen Schritt nach vorn machen. Ja, wie Tommy im Monster oder was? Und ich denke mal, wenn Ben da im zweiten Rennen genauso performt, wird er auch in der Meisterschaft vorne seine Ambitionen um den Titel oder zumindest um die Top 3 anmelden. Und natürlich macht auch Luke mit seinen heutigen Ergebnissen einen Schritt nach vorn, denke ich mal. Adam wird es ein kleines bisschen zurückwerfen, aber wie ihr wisst, haben wir ja auch 2 Streichergebnisse. So, da bin ich wieder. Hi. 30 Sekunden, ich habe mir gerade nochmal den Unfall von Willershausen angeschaut. Oh, weil mir der reportet, das wird interessant. Und Tommy spricht gerade über den Protest aus dem ersten Rennen, aber da wir Ja, kann er ja machen nach dem... darum kümmern wir uns dann nachher. Leon, bitte, 15 Sekunden. Jetzt steht hier erstmal das zweite Rennen in Silverstone auf dem Programm und die Jungs stehen hier alle schon im Grid. Jeden Augenblick müsste dann auch die Ampel erscheinen. So, Luke neben mir. Adam ist weg. Und wir hören es gerade. Ja, der ist fertig. Adam steht leider im zweiten Rennen nicht im Grid. Noch viel Glück. Kein Scheiß drauf. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das zweite Rennen hier in Silverstone ist freigegeben und so wie es aussieht, kommen diesmal alle gut vom Start weg. Leon wie gewohnt mit einem super Start, aber auch dahinter Luke Rasputic kann vielleicht jetzt in der ersten Runde ein bisschen Druck machen. Dahinter Ben und unser Tommy, Wolfram auf P5, konnte schon seinen Teamkollegen Pascal Steinke überholen. Danach haben wir dann Robert Simpkins, der verfolgt wird von Michael Draxler. Die Plätze 7 und 8. Auf 9 dann Dominik Ochochuso und auf 10 Jan Stefan. Und alle Jungs hatten hier einen top sauberen Start in das Rennen. Das ist sehr, sehr schön. Ich denke mal, jetzt wird es hier gleich die ersten Angriffe geben. Michael Draxler versucht da schon an Robert Simpkins vorbeizugehen, was er auch geschafft hat. Und direkt dahinter versucht auch Dominik Ochochuso da in dem so gleich mitzugehen, was Robert aber nochmal abwehren kann. Jetzt hier der nächste Angriff. Seite an Seite geht sie durch die Kurve und man sieht, dass Dominik da nach vorne will. Und da ist Dominik auch durchgegangen. Da hat sich Robert aber auch nicht groß gewehrt. Direkt hinter den beiden lauert Damiano Volpe, der an Jan Stefan vorbeigehen konnte. Jan jetzt auch unter Druck von Kleber Botaro Mora. Während wir hier vorne auf den ersten 5 Plätzen das gleiche Bild haben wie in Rennen 1. Leon Forst führt die Meute hier an vor Luke Rasputic, Ben Summers, Thomas Silbernagel und Wolfram Pfund.
Dann haben wir auf 6 Pascal Steinke, auf 7 Michael Draxler, P8 belegt Dominic Ochochuso, auf 9 haben wir Robert Simpkins und aktuell der letzte Top-10-Platz wird belegt von Damiano Volpe. Da hatte Damiano einen wesentlich besseren Start in das zweite Rennen wie in Rennen 1 und ich glaube, er hat sich hier ziemlich schnell an das Fahrzeug gewöhnt. Das komplette Feld hat jetzt hier Runde 1 absolviert und wir haben bisher keinerlei Un- oder Zwischenfälle gesehen. Ein super Start mal wieder in das Rennen hier. Hier hinten auf P11, Jan gerät jetzt unter Druck von Kleber, der da auch sauber innen durchgeht. Und direkt hinten dran lauert schon Michael J. Taylor. Und auch hier direkt davor macht Damiano Volpe jetzt richtig Druck auf Robert Simpkins. Die Jungs können sich schon leicht absetzen vom Rest des Feldes. Zwischen Volpe und Kleber ist schon fast 2 Sekunden Abstand. Aber auch Pascal ein Stück weiter vorn verliert er so langsam den Anschluss an seinen Teamkollegen. Unser Jan Stefan hat jetzt ein bisschen das Momentum verloren und verliert jetzt hier den nächsten Platz an Mike. Michael J. Taylor ist da sauber innen durchgegangen und direkt hinten dran lauert schon der nächste, unser Byron. Ups, und da fährt Jan auch an die Seite und macht freiwillig Platz, das sah merkwürdig aus. Von hinten kommt ja auch noch Thomas Willershausen und Russell Hamilton, die Plätze 15 und 16. Eugen Scharf muss da scheinbar aus der Box gestartet sein. Der ist ganz hinten unterwegs und hat über 10 Sekunden Rückstand auf das gesamte Feld. Und die Jungs haben jetzt auch schon gleich Runde 2 absolviert und immer noch haben wir keinerlei Zwischen- oder Unfälle. In 14 Tagen sind wir dann mit unserer Serie in Le Mans zu Gast in Frankreich. Wir sind dort auf dem klassischen Kurs zu Gast, der normalerweise für 24-Stunden-Rennen genutzt wird, nur ohne die Schikane auf der Mulsanne geraten. Das heißt, es wird wieder eine Windschattenschlacht werden und ein wildes Gerase. Vorne auf den ersten Plätzen alles beim Alten. Leon führt weiterhin und fährt eine schnelle Runde nach der anderen vor Luke Rasputic und Ben Summers. Dahinter haben wir weiterhin unseren Tommy und Wolfram auf P5. P6 Pascal Steinke, der jetzt so langsam unter Druck gerät von Michael Draxler, der von ganz weit hinten gestartet ist und schon wieder sich auf P7 befindet. Eine super Pace. Direkt hinter Michael Dominic Ochochuso und dann schon eine Lücke von 2,5 Sekunden ungefähr auf Damiano Volpe, der es geschafft hat, inzwischen an Robert Simpkins vorbeizugehen. Und jetzt gibt es hier die nächsten Angriffe. Michael Draxler zeigt sich da schon mal, aber Pascal Steinke will da seinen Platz nicht freiwillig hergeben. Und da erkämpft er sich den Platz auch wieder zurück. Hinten dran Dominik lauert schon und Damiano Volpe kann sich schon sofort von Robert Simpkins absetzen, hat schon über eine Sekunde Vorsprung auf seinen Gegner rausgeholt. Man sieht hier von oben schön, dass sich jetzt in Runde 3 schon das Feld langsam auseinanderzieht. Kleinere Kampfgruppen haben sich da gebildet und ein paar Fahrer, die im ersten Rennen Pech hatten, versuchen wieder nach vorn zu kommen. Michael J. Taylor, der im ersten Rennen gleich am Start so ein Pech hatte, liegt inzwischen hier wieder auf P12. Er ist hier noch vor unserem Byron platziert, der sich auf P13 befindet. Dahinter dann schon eine etwas größere Lücke von fast 2 Sekunden zum Jan Stefan auf P14. Und der letzte Platz in den Punkten, P15, wird belegt von Thomas Willershausen. Byron versucht sich da an die Kampfgruppe vor sich ranzukämpfen, die angeführt wird von Robert Simpkins. Direkt dahinter dann Roberts Teamkollege Kleber Potaro. Und auf P11 Michael J. Taylor, P12 jetzt Byron. Und da hat es Zwischenfall gegeben, da liegt ein Auto und wir sehen es hier, Michael Draxler liegt hier. Und so wie ich gesehen habe, hatte auch Michael J. Taylor da einen Zwischenfall. Werden wir uns beide gleich mal in Ruhe anschauen. Hier vorne alles beim Alten. Leon fährt eine schnelle Runde nach der anderen und hat inzwischen schon 1,5 Sekunden Vorsprung rausgefahren auf Luke Rasputic, der weiterhin verfolgt wird vom Ben. Und wie im ersten Rennen, Tommy und Wolfram bilden da ein Duo und kämpfen, während dahinter dann auf P6 und 7 Pascal und Dominik ein Duo bilden. We have an incident. El Cotletto mit Michael Michael and Pascal Steinke. Oh dear. I think Pascal has luck here. Ja. Oh, netcode, I think. That was close. That's very close. Yeah. I think there was netcode. Und während Ben vom Team Chip Racing hier Luke um den Kurs jagt, schauen wir uns nochmal den Zwischenfall von seinem Teamkollegen Mike an.
That's not Michael's day. Michael J. Taylor lost his car again. Ja. Another 360. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt die Lieblingsstrecke von Michael J. Taylor. Schauen wir nach vorn zum nächsten Event. Ich denke mal, in Le Mans wird Mike dann ein ganzes Stück besser aufgestellt sein und vorne wieder mit um die Position kämpfen. Und hier Dominic Ochochuso bekommt jetzt so langsam Besuch von Damiano Volpe hinter ihm. Während Kleber da immer noch hinter seinem Teamkollegen Robert festhängt, direkt hinten dran Byron Long. Knapp 2 Sekunden hinter Byron ist Jan unterwegs. Dann haben wir Thomas Willershausen auf P13. Michael J. Taylor liegt jetzt auf dem 14. Platz. Russell Hamilton P15. Allerdings wird er gleich Besuch bekommen von Michael Draxler auf 16. Und Eugen Schaaf auf 17. Beide Jungs jetzt wieder dran am Feld hinten. Eingang Runde 6 und Michael Draxler geht da auch sauber an Russell Hamilton vorbei, der sich da allerdings auch nicht groß wehrt. Hier vorne an der Spitze dasselbe Spiel wie in Runde 1. Wolfram jagt da Tommy um den Kurs, allerdings verlieren die zwei immer mehr auf die Spitze ganz vorn. Und unser Ben hier, Agent Ben Summers, ist im zweiten Rennen viel dichter am Loop dran wie im ersten Rennen. Macht den hier mächtig Dampf, vielleicht ist im zweiten Rennen mehr drin wie im ersten, mal gucken. Wie gesagt, wir befinden uns gerade erst in Runde 6, also haben wir noch einen sehr, sehr weiten und langen Weg zu gehen. Bis auf die zwei kleinen Dreher von Michael Draxler und Michael J. Taylor hatten wir bisher absolut keinerlei Zwischenfälle. Oh, und jetzt hat hier unser Tommy einen Fahrfehler gemacht. Hui! Wolfram nutzt das sofort aus und Tommy wäre ihm da fast noch reingekracht. Das ist aber nochmal gut gegangen. Dadurch haben wir jetzt natürlich hier vorne an der Spitze einen Positionswechsel. Wolfram jetzt auf P4 und Tommy auf P5. 2,5 Sekunden hinterm Tommy, dann Pascal Steinke auf 6 und Dominic Ochochuso auf 7. Okay. Aber du willst wissen. Fehler bestraft, würde ich mal sagen. Kommt fast 8 Sekunden zu mir, also. Das ist der Wolle, der Gejagte. Damiano Volpe hier auf P8. Der neue Fahrer vom Team Code Braut Racing hat sich hier ziemlich schnell eingewöhnt. Ein tolles zweites Rennen und vor allen Dingen viel mehr Glück als im ersten. Auf 9 haben wir weiterhin Robert Simkins, der sich jetzt allerdings von seinem Teamkollege lösen konnte. Auf 10 weiterhin Kleber Botaro Mora, B11 weiterhin Byron Long. Und Jan Stefan konnte seinen Rückstand da wieder zufahren und ist hinten am Byron dran. Dann haben wir eine etwas größere Lücke von ungefähr 4 Sekunden zu Thomas Willershausen auf P13. Der verfolgt wird von Michael J. Taylor auf 14 und Michael Draxler auf 15. Ich merke gerade, mein 4. Gang ist falsch übersetzt, aber naja. Und hier hinten gibt es jetzt Überholmanöver. Sowohl Michael Draxler als auch jetzt sein Teamkollege Eugen Schaaf gehen da an Russell Hamilton vorbei, der sich dann nochmal wehrt, aber jetzt letztendlich nachgibt. Auch ganz hier hinten am Ende des Feldes wird hart um den letzten Punkt gekämpft. Wir befinden uns aktuell in Runde 7 von 25, also haben wir noch nicht mal ein Drittel geschafft. Nachdem Eugen jetzt hier an Russell Hamilton vorbeigegangen ist, hat er ungefähr einen Abstand von bis mehr als 2,5 Sekunden zu seinem Teamkollegen nach vorn. Ganz vorn an der Spitze alles beim Alten. Ben jagt Luke um den Kurs und Leon hat sich aus dem Staub gemacht. Der ist inzwischen mehr als 3,5 Sekunden weg von dem Duo, das jetzt verfolgt wird von unserem Wolfram, der ungefähr noch einmal 4,5 Sekunden dahinter liegt. Wir haben ihn hier mal im Bild. Und so wie es aussieht, hat Tommy nach seinem kleinen Ausritt vorhin Mühe, jetzt am Wolfram dran zu bleiben. 0,7 Sekunden beträgt der Gap ungefähr nach vorn zum Wulle. Nach hinten zu Wolframs Teamkollege Pascal, den wir hier im Bild haben, auf P6, ungefähr 2,8 Sekunden Abstand. Pascal wird die ganze Zeit verfolgt von Dominic Ochochuso und noch ein kleines Stück dahinter Damiano Volpe, der sich hier als Rookie bei seinem Einstand weiterhin auf dem 8. Platz behaupten kann. Absolut top. Dann haben wir hier auf 9 Robert Simkins, wie im ersten Rennen, super sauber und solide. P10 dann sein Teamkollege Kleber Botaro Mora, der immer noch verfolgt wird von Byron Long auf P11 und Jan Stefan auf 12. Dann haben wir hier Michael J. Taylor auf 13, Michael Draxler auf 14 und Eugen Schaaf auf 15. Und Thomas Willershausen fehlt uns da plötzlich, der hat sein Fahrzeug einfach abgestellt. Ich wenigstens ein Auto vor mir hier. War eigentlich offizielle Track Limits oder nehmen wir das, was iRacing an Off-Tracks angeht? Und jetzt sehen wir hier mal schön aus der Helikopterperspektive, wie sehr sich das Feld hier auseinandergezogen hat. Okay. So richtig enge Zweikämpfe gibt es aktuell nicht im Feld.
Zurzeit scheinen sich hier alle auf ihren Positionen eingerichtet zu haben und versuchen, das Rennen irgendwie zu beenden. Die Gruppe um Kleber Botaro Mora, Byron Long und Jan Stefan ist noch ziemlich eng beisammen. Vielleicht gibt es da noch ein paar Verschiebungen und ich denke mal, auch Michael Draxler und Eugen Scharf werden da wieder Richtung Spitzengruppe nach vorn marschieren. Boah, 2 Zehntel schneller. Der Wolfram, mein lieber Scholli, ey. Und wir hören es ja auch gerade vom Tommy, er hat da keine Chance, irgendwie näher an Wolfram ranzukommen. Mal wieder ein Top-Rennen von unserem Wolfram heute. Und auch Ben kann da irgendwie keinen Angriff nach vorn starten. Wie weit ist denn Tommy hinter Wolle? Die ganze Zeit im Windschatten vom Luke, aber Luke hat da immer irgendwie einen kleinen Sicherheitsabstand zwischen sich und Ben. Okay. Also noch in Angriffslage. Dieselbe Lage bei allen Kampfgruppen hier quer durchs Feld. Die meisten können ihren Vorderleuten folgen, haben aber irgendwie keine Chance, nach vorne einen Angriff zu starten. Ich bin mir sicher, das wird dann in 14 Tagen in Le Mans anders sein. Da ist aber dann eine größere Lücke. Bei den langen Geraden wird so das ein oder andere Überholmanöver aus dem Windschatten herausgeben. Ich hoffe mal, dass sich dann in Le Mans genug Fahrer zum Rennen anmelden, weil am selben Wochenende mal wieder ein Langstreckenrennen ist, die 12 Stunden von Sebring. Start lief auch gar. Da haben wir bei der Kalenderplanung nicht so richtig aufgepasst. Keine Unfälle oder so. Start lief auch glatt. Alles gut. Thomas Willershausen ist raus und dann Adam Platzka, aber da habe ich Adam, der hat wahrscheinlich aufgegeben und Willershausen weiß ich nicht. Leon hat sich gerade nach dem Stand der Dinge erkundigt, wie ihr gerade gehört habt. Adam Glatzka ist ja im zweiten Rennen gar nicht angetreten und Thomas Willershausen ist an die Seite gefahren und hat sich ausgelockt. Also haben wir aktuell noch 16 Fahrer im Feld. Ihr wisst, 15 davon können Punkte erholen. Endlich hat es mal jemand getan oder ausgenutzt. Das Feld befindet sich aktuell in Runde 12 von insgesamt 25, also bewegen wir uns jetzt langsam Richtung Halbzeit. Und bis auf die 2 kleinen Wackler hat es hier im Rennen bisher noch keinerlei Zwischen- oder Unfälle gegeben. Sehr, sehr schön, ein sehr sauberes Rennen mal wieder. Und das ist ja auch genau das, was wir mit unserem Konzept hier und unserer Serie erreichen wollten. Schöne, faire und saubere Rennen hier für unsere Community. Das war nicht gut. Und kaum haben wir das Thema Zwischenfälle angesprochen, da hatten wir auch schon einen. Den reichen wir jetzt mal nach. Okay, we have Michael Traxler again. Oh dear. Okay, wait a second. I'm struggling with the camera. Sorry. Oh dear. That's the monster camera. Okay, bye. Nicoletto. Auto zerlegt. Oh, Ja, das Okay, kaputt. Michael. Auto ist kaputt. Ja. Da haben wir jetzt also hier im zweiten Rennen doch den ersten größeren Unfall zu verzeichnen. Und alle, die jetzt hier noch unterwegs sind, liegen auch in den Punkten. Eugen Scharf konnte sich inzwischen von Russell Hamilton lösen. Nun liegt nur noch ungefähr 2 Sekunden hinter Michael J. Taylor. Ja, steht an der Box. Michael Draxler steht jetzt hier an der Box, wird wahrscheinlich das Fahrzeug abstellen müssen. Oder zieht seinen Fast Repair und fährt nochmal raus. Wir schauen mal. Dadurch liegt jetzt natürlich Russell Hamilton wieder in den Punkten. Sieht man mal, dass sich eine saubere und ruhige Fahrweise auch auszahlen kann. Macht aber keinen Mistake, das ist das Problem. Wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist. Und Russell wird dann hier die nächsten Punkte einsammeln. Das zweite Rennen ist generell irgendwie ruhiger, habe ich das Gefühl. Ja. Auch schon letztes Mal so. Ist er besser durch die SS gekommen als ich gerade? Die fahren auch alle mit Halbzeit müssten wir es durchhaben. Überholen ist hier auch extrem schwer, muss man sagen. Gerade mit den langgezogenen Kurven und der Dirty Air und so. Ist Luke wieder am Rumrutschen, oder? Kämpft immer mit der Reife. Ja, aber ich meine so extrem wie eben, oder? Noch ne. Das gibt's doch gar nicht. Luke hat auch einen spektakulären Fahrstil, also der fährt nicht so gut. Und Leon erkundigt sich hier über den Zustand von Lukes Reifen. Ja, also wie Tommy. Obwohl ich mir sicher bin, dass Leon da nichts zu befürchten hat nach hinten. Rundfahren macht aber echt viel aus, dass das jetzt fliegen soll. Luke hat aktuell zu Hause familiär ein paar wichtige Dinge zu erledigen, deswegen bleibt hier unser Hobby ein bisschen auf der Strecke. Je weniger du lenken musst, umso besser. Aber wie der Name schon sagt, es ist ja ein Hobby. Aber das ist ja nichts Neues. Und ich freue mich wirklich jedes Mal sehr, dass Luke trotz seiner knappen Zeit aller 14 Tage bei uns hier im Rennen im Grid steht. Unser Tommy hier auf P5 versucht sich schon das ganze Rennen wieder an Wolfram ranzukämpfen, was ihm leider nicht so richtig gelingt.
Wolfram hat heute mal wieder einen absoluten Sahnetag erwischt, bis auf den kleinen Dreher im ersten Rennen ganz zum Schluss, der ihn da um seine wohlverdienten Lorbeeren gebracht hat. Und P4 hier im zweiten Rennen, das wird der Wolfram dicke Punkte in der Meisterschaft bringen. Und ich glaube, damit wird er sich auch an seine zwei Teamkollegen vorbeischieben. Man sieht, er hat jetzt auch ein paar Probleme mit seinen Reifen. Wir befinden uns aktuell in Runde 14 von 25. Das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr als 10 Runden auf der Uhr stehen. Das ist noch ein ganz schön langer Weg. Und auch Michael J. Taylor von Chip Racing kämpft sich hier tapfer ganz hinten durchs Feld. P14 aktuell. Und ich sehe da gerade im Relativ auch, Michael Draxler ist nach Reparaturstopp wieder rausgefahren, um das Rennen irgendwie vernünftig zu beenden. Eine sehr, sehr schöne Einstellung von den Jungs hier. Und auch Kleber, Byron und Jan kämpfen da die ganze Zeit hier unerbittlich. Kleber kann sich die ganze Zeit vor den Jungs behaupten. Byron lauerte auf seine Chance und auch Jan Stefan lurcht dahinter. Nach hinten zu Eugen Scharf, der inzwischen auf P13 liegt, haben die Jungs schon mehr als 7,5 Sekunden Abstand. Draxler hat sich gedreht. Oh, und wir hören es gerade, nachdem Michael Draxler nach Reparaturstopp aus der Box wieder rausgefahren ist, hat er den nächsten Zwischenfall. Ja. Wir sehen ihn hier auch liegen, müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Kotletto versucht dann auch weiterzufahren, aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Fahrzeug abstellen und Feierabend. Ich dachte gerade von der Livery erst Sebastian, aber kann ja nicht sein. Oh, that was not Michael's race again. Oh dear. Oh dear. But now it is finished. Ja. Absolut richtig. Ja, das ist. Und wie wir gerade erwähnt haben, das war nicht Michaels Tag heute. Solche Tage gibt es eben auch. Wegstecken, Mund abputzen und weiter geht's. Und während die Jungs hier kämpfen und Byron sich jetzt anschickt, da an Kleber Botaro vorbeizugehen, hatten wir den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Auch da schalten wir jetzt hin. Michael J. Taylor lost his car again. Uiuiui. Ben, your teammate today was so unlucky. Oh, yeah. Nice spinning. Ben, he has technical problems, or? Yeah, on the grid in the first race. I think he'll be back for Le Mans, and I think that'll be more his track. I think he'll have better luck as well. Und hier geht jetzt die Schlacht zwischen den Jungs in die heiße Phase. Byron und Kleber Seite an Seite durch die erste Kurve. Ein toller Dreikampf hier. Jan direkt dahinter lauert er nur auf seine Chance und da kann sich Kleber wieder durchsetzen. Und Byron muss sich nochmal hinten anstellen. Die Jungs kämpfen hier hart am Limit, aber alles sehr, sehr fair. Und auch Tommy vorne hat seinen Rückstand zum Wolle zugefahren und setzt ihn da unter Druck, kann sich aber da noch nicht vorbeisetzen. Dann haben wir hier Eugen Scharf, der sich gerade im Nirgendwo irgendwie befindet. Und ganz hinten jetzt hier auf P15 Michael J. Taylor. Russell Hamilton durch die ganzen Zwischenfälle unauffällig, aber still und leise und sauber auf P14. P13 dann wie gesagt Eugen Scharf, P12 Jan Stefan, P11 Byron Long und P10 Kleber Botaro Mora. Die Jungs kämpfen hier wie wild um den letzten Top-10-Platz. Byron versucht da alles, um an Kleber vorbeizugehen, setzt ihn permanent unter Druck, links und rechts, aber Kleber lässt sich dann nicht ins Boxhorn jagen. Die Jungs kennen sich schon lange von der Sunday Grand Prix Series. Und es freut mich wirklich sehr, dass Kleber jetzt hier im zweiten Rennen um den Top-10-Platz kämpfen kann, nachdem er im ersten Rennen so ein Pech hatte direkt am Start. Keine Angst hier. Und während die Jungs jetzt hier wie wild um den letzten Top-10-Platz fighten, hatten wir wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Wir sehen da auch noch Rauch stehen in der letzten Kurve vor Start und Ziel. Schalten wir direkt mal hin. Scheiße, zu spät eingelenkt. Kacke. Oh, Dominic here. Oh, careful. Watch out. The last corner. You have to open the wheel and bam, if you hit the pedal to the metal, the car will... Yeah, you need power in a bit. You need some races to understand the tire. Trotzdem schlägt sich Dominic auf dem Fahrzeug als Rookie absolut hervorragend und liegt immer noch in den Top 10. Und der Umgang mit den Reifen hier auf so einem Fahrzeug ohne Fahrhilfen, der will auch erst einmal gelernt sein. Da ist eine Menge Erfahrung nötig. Die hat Leon, glaube ich, nicht mehr notwendig. Inzwischen fast 5 Sekunden Vorsprung auf Luke Rasputic, der sich hier weiterhin auf P2 befindet. Inzwischen konnte er wieder einen kleinen Gap auf Ben Sommers rausfahren. Ben ungefähr 1,2 Sekunden dahinter auf P3. Ein absolutes Top-Rennwochenende für unseren Agent aus England heute. Hält hier die britischen Fahnen im britischen Grand Prix hoch. Sein Teamkollege Michael J. Taylor hatte heute leider ein bisschen Pech und liegt weit hinten abgeschlagen am Feld.
Aber auch ein absolutes Top-Rennwochenende hier in Silverstone für unseren Wolfram, der sich aktuell auf P4 befindet. Und Dominik ist hier nach seinem Zwischenfall hinter Robert Simkins zurückgefallen und versucht da wieder nach vorn zu kommen. Robert hat heute auch wieder ein sehr, sehr sauberes und solides Rennwochenende und wird eine Menge Punkte für die Meisterschaft einfahren. Und das Rennen ist ja auch noch nicht zu Ende, wer weiß. Jetzt heißt erst mal die Position gegen Dominik absichern. Oh, und da kommt Dominik ins Schleudern, der nächste Abflug. Zum Glück kann er das Fahrzeug abfangen und weiter geht's. Aber da kommen die Jungs hier rund um Kleber Botaro Mora, Byron Long und Jan Stefan. Ja, aber der kennt das Auto ja noch nicht so. Das ist ja Da verliert Dominik seine Top-Ausgangsposition und gleich 3 Jungs gehen da durch. Sehr, sehr schade. Schauen wir gleich mal, was da los war. schon entschuldigen können. Feinte Gap, wo ist denn hier ein Gap bitte? Und wir sehen da hatte auch Eugen Scharf einen Schreckmoment. Wusste nicht genau, wo er hin sollte und hat sich für den Weg durchs Grün entschieden. Aber zum Glück alles gut gegangen. Dominik again. Oh, careful. Ai. Oh. Oh, nearly. Ich saved it. Nearly. Ja, nearly, ja. Ich glaube, Luke fährt gerade schneller als ich. Kann das sein? But he was lucky not to hit the wall. Yeah. The first corner, I had also my... And a few meters later, he spin again. And Eugen Scharf came there and has luck. Wow. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe das Ja, selbe weil der Setup kommt wieder, immer, Leon. immer mal wieder näher Das ist vom schon ein Relativ bisschen fair gesehen. peinlich, ne? Ja, ich meine die Runde davor. Die Runde davor war der Luke auch ein paar Zehntel langsam. Okay, na gut. Jetzt sehe ich schon Dinge, die gar nicht da sind. Luke hat inzwischen einen soliden Sicherheitsabstand zu Ben rausgefahren. Vielleicht sollte ich mal einen Arzt Allerdings denke ich mal, orientiert er sich mehr nach hinten als nach vorn. Das auch. Leon ist da absolut außer Reichweite. Hier zwischen Wolfram und Tommy könnte es nochmal interessant werden. Tommy ist jetzt dicht dran. Ja, so eine halbe Sekunde, ne? Aber das war er schon öfters hier im Rennen. Und ihr alle kennt sicherlich den alten Rennfahrerspruch. Ranfahren und vorbeikommen, das sind 2 Paar Schuhe. Wolfram hat sich hier bis auf den kleinen Dreher im ersten Rennen absolut keine Blöße gegeben. Tommy macht eine Strategie. Haben wir abgesprochen. Bis in mehr als 5 Runden hat Tommy noch Zeit, das Resultat zu drehen. Heißen seine Reifen ein. Im Leben nicht. Pascal Steinke, den wir hier im Bild haben, auf P6 ist er mehr als 5 Sekunden weg von den Jungs vorne. Dann haben wir auf 7 absolutes Top-Rennen Damiano Volpe. P8 Robert Simkins. P9 Byron Long, der sich jetzt weiterhin vor Kleber behaupten kann, der hier auf P10 liegt. Auf 11 dann Jan Stefan, der hier Kleber mächtig unter Druck setzt. Und dann eine Lücke von fast 7 Sekunden für Eugen Scharf, der sich inzwischen auf P12 befindet. Oh, 5 Runden noch. Oh. His tyres were fading at the end, so I don't know whether he's got the same issue. Oh, und da haben wir gerade Qualm gesehen. 5 Runden noch. Ich glaube, da gab es den nächsten Zwischenfall. Der Wolle, der schmeißt mit Gras nach mir. Da vorne sehen wir auch, Volpe Damiano ist da ziemlich langsam gewesen. Müssen wir uns gleich mal anschauen, was da passiert ist. Volpe Damiano lost his car and spin. His first race in this car. Really? Oh. Yeah, Yeah. first race. Yeah. Awesome. 5 minutes, 5 minutes before the practice starts, we talked with him and sent him an invention. Has he only just signed up to iRacing? I don't know. Laut der Anzeige hier. Würde ich mal sagen, trotz des kleinen Drehers hat Damiano Volpe heute hier eindrucksvoll sein Können gezeigt. Das erste Rennen auf so einem Fahrzeug und er kämpft hier um den Top-10-Platz. Das ist absolut aller Ehren wert. Ganz vorn an der Spitze, Leon, unser Leader, hat jetzt die nächste schnelle Runde aus dem Ärmel gezaubert. Eine 1:28.055, knapp an der 1:27 dran. Total verrückt und inzwischen schon fast 9 Sekunden Vorsprung auf die beiden hier, die immer noch um den 2. und 3. Platz kämpfen. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, wird Ben mit dem Ergebnis hier, wenn er das ins Ziel bringt, auch den 2. Platz in der Meisterschaft einnehmen, da ja Sebastian heute nicht da ist und Adam weit zurückgeworfen wurde. Byron Long auf 17. Auf 11, Entschuldigung. Damiano Volpe kann sich hier immer noch auf P8 behaupten, allerdings ist die Kampfgruppe hinter ihm jetzt ganz dicht ihm auf den Pelz gerückt. Byron auf P9 macht da mächtig Druck und auch Kleber und Jan kommt da wieder dicht näher.
Das ganze Feld befindet sich jetzt in Runde 22 von 25, also ist es nicht mehr weit bis ins Ziel. Und Byron macht jetzt hier richtig Druck auf Damiano. Ein super solides Heimrennen für unseren Byron heute hier auf P9. Der Beste in seinem Team. Und ich bin mir sicher, der Zweikampf mit Kleber hinter ihm und Wolpe vor ihm, der ist richtig nach seinem Geschmack. Vielleicht schafft er es ja noch an Damiano vorbeizugehen. Ihr wisst, für Damiano ist es das erste Rennen und er hat noch wenig Erfahrung bisher mit den Reifen. Byron ist da auch ziemlich nah dran, aber noch kann er keinen Angriff starten. Und hinter ihm lauern ja auch noch Kleber und Jan auf ihre Chance. Oh, scheiße. Byron macht hier permanent Druck, weil er weiß, ihm geht hier die Zeit aus, aber Damiano Wolpe verteidigt sich hier geschickt. Und für jemanden, der hier das erste Rennen in diesem Fahrzeug bestreitet, ist das recht eindrucksvoll, was Damiano hier zeigt. So, jetzt hier langsam mal angreifen. Wir haben noch 2 Runden über. Er kann hier die ganze Zeit die alten Lotushasen Byron, Kleber und Jan hinter sich halten. Und weit hat er es ja nicht mehr. Allerdings machen die Jungs jetzt hinten schon mächtig Druck. Ich will auch. Byron versucht da erneut einen Angriff zu setzen und erneut kann Damiano dem standhalten. Super tolle Kämpfe hier am Ende des Rennens. Leon hat inzwischen fast 9 Sekunden. Unser Leader hier vorn hat die nächste schnelle Runde aus dem Ärmel geschüttelt und cruist zum Sieg, während sich der Luke überhaupt nicht ausruhen kann. Ben folgt ihm da wie ein Schatten. Die Spitzengruppe befindet sich aktuell in der vorletzten Runde und ich denke mal, die Jungs werden das bis ins Ziel managen. Während da gerade unser Byron einen wilden Rutscher hatte im Kampf mit Damiano und ich sehe im Relativ, dass da plötzlich Kleber Botarumora verschwunden ist. Ach nein. Da müssen wir auch gleich mal schauen, was da passiert ist. This is Kleber's spin. Okay, yeah, here is the spin from Kleber. Oh, oh. And Stefan was lucky. That was the code for Jan. Yeah, but I would say, yeah, this was close. Sehr, sehr schade für Kleber. Der ist da bis auf P12 noch hinter Eugen Schaff zurückgefallen und bringt sich hier selbst um den verdienten Lohn seines tollen Kampfes. Ein super Rennen bis dahin. Da haben wir jetzt nur noch 2 kleine Kampfgruppen hier im Feld. Einmal Byron und Wolpe Damiano. Und dann Wolfram Funde und unser Tommy. Und Leon hat jetzt die letzte Runde eröffnet, White Flag. Und sollte jetzt hier in der letzten Runde nichts Unvorhergesehenes passieren, dann wird Leon seinen 6. Sieg in Folge einfahren. Da kann man einfach nur Respekt vorzollen. Aber auch ein Top-Rennen heute von Luke und Ben, sowie vom Wolfram und vom Tommy. Und so wie es aussieht, wird wohl Wolfram seinen Platz vorm Tommy halten können. Der heißeste Kampf aktuell im Feld ist hier. Müsste der gleiche Abstand sein. Der 4. Dominik hat sich wieder gedreht. Byron Long gegen Wolpe Damiano, mal schauen. Während Leon hier auf den letzten paar Metern zu seinem tollen Sieg cruist. Oh, und da sehe ich gerade eine Runde vor Schluss fährt hier Damiano Wolpe an die Box. Warum auch immer. Bis dahin so ein starkes Debüt und so ein tolles Rennen. Und wie ihr gehört habt, hatte da auch Dominik einen kleinen Dreher, der aber jetzt hier am Ende des Rennens nicht mehr ins Gewicht fällt. Unser Ben ist hier am Ende des Rennens auch nochmal ein bisschen näher an Luke Rasputic rangekommen, aber ich denke mal, ihm geht jetzt die Zeit aus und für einen Angriff wird es zu spät sein. Und wir begleiten jetzt hier unseren Doppelsieger auf seinen letzten paar Metern. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, absolut verdient. Pole Position im 2. Rennen hier auch bisher die schnellste Rennrunde und ein Doppelsieg. Damit setzt sich Leon auch eindeutig an die Spitze der Meisterschaft. Mit der Brechstange will ich es jetzt auch nicht machen, ne? Hut ab. Das wäre ja nicht die feine englische Art. Ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch geht auch an Luke Rasputic und Ben Summers, die auf P2 und 3 ins Ziel kommen. Luke kann sich da wieder ganz knapp vor Ben behaupten. Dasselbe Podium wie in Lauf 1. Ein ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an alle 3. Great, Ben. Pascal, P6. Nice race, guys. Nice race, guys. GG, Leon. Ich fand's trotzdem. Oh ja, wenn wir Report werden, aber. Do not respawn.
Yeah, good racing there, Luke. Couldn't quite get you there. Ben sagt gerade, er hatte da keine Chance vorne ranzufahren. Byron kommt hier auf P8 ins Ziel. You're driving with top tires. The tires are holding up way better than mine. Ja, und Stefan P9, top solides Ergebnis. Und Eugen Scharf P10. Mach mal langsam, Leon. Ja, noch langsamer, okay. Der kommt ja nicht. I'll be interested Ja. to know what your tyres are when you get in the Okay, garage, warte. Luke, and I'll check mine. Congratulations, Agent Ben. Oh, I couldn't get him again. Yeah, I saw that. Top race from all of you in the front. All together in the pit. There was something happened in the back and also there is a protest that we have. Ja, schönes Rennen Ah, auf jeden Fall okay. mit Wolfgang gehabt. Einen Fehler habe ich mir geleistet. Finally, Da ist Jeffrey er gets some durchgeschlüpft, work. ja. Yeah. That was a great Ben, it was awesome. with the racing. Such a pace. Leon obviously setting a really good pace, and Luke was fast and it's hard. Ja, alles gut. But it was a top race. And we meet in the chat. Sehr schön. In the open chat. Oh Ja, yeah. das muss besser klappen irgendwie. Wir müssen irgendwie so die ganze Runde schön. Das war quasi. Ja, jetzt ist ja schon die Boxeneinfahrt hier. I think I'm out of fuel. I think. Soll ich noch mehr warten? Nee, alles gut. Really? Do I need to push you? Congrats, Luke. No, actually, 0.2, but it's fluffing a little bit. Okay, that was too much, sorry. Luke, das war ein starkes Rennen. Yeah, maybe a little bit too much fuel. Danke, Patrick. Jan, was war denn bei euch da hinten los? Was hast du denn da? Was meinst du? Vor dir, die Jungs. Da hat's, Das war geil, oder? ich hab mich kaum weggeschalten, auf einmal war da durcheinander. Aber das war. Ey, ich muss nachher Wahnsinn. beim rüber gucken. Beim Wahnsinn, Byron muss ich reingucken nachher. Das war so arschgeil, was die gefahren sind, Also ich ey. glaube, wir werden das jetzt noch mal gucken. Also echt, die sind. Ey, die sind gefahren, die haben sich nichts geschenkt. Das sah so geil aus. Ich dachte, da musst du reingucken in den Stream, ey. So geil, ey. Junge, du. Das war auf jeden Fall. Wir treffen uns alle so, im ich würde sagen, Hauptchat wir gleich, oder? Ja, okay. gehen mal in den Guest-Chat. Jo, bis gleich, ciao. Ey, das sah richtig geil aus, was die gemacht haben, da, du. Meine Fresse. 65 left front and 76 on the right front. Come on, guys. We meet in the guest chat. Okay, so. Da ist unser Sieger. Sehr Leon, great. nochmal ganz herzlichen Thanks. Glückwunsch. Tommy, super. Ja, danke. Ich hab den Wolle nicht mehr gekriegt. Ja. Wolle ist zweite Rennen top gefahren, also überhaupt. Hallo Jeffrey. Ja, ja. Hello. Jeffrey, I think we have a protest from the first race. A couple of people could feel the time. We have two from the first race. Okay. But it was an awesome second race. Yeah. Congrats for the good result. Well, I don't know, like, I'm gonna have a look over lap one because I feel like I got forced wide at turn one. Yeah, let's take a look at Tommy's switch, I think. Yeah. Byron, taking me away, man. A crazy ride. I'll race, man. I need to see my mirror. Leon, es kommen von dir irgendwie Störmeldungen. Deluxe. Tommy, are you doing something? I need to race you? Yes. Ja, Ich meinte hier da. Oh boah, du bist so laut, ey. Irgendwie am Anfang an den Rand zu bleiben, hab dann die erste Runde hinten in der Spitzkette und die Vorderreife geschoben, als eine Sekunde Abstand und Fehler vergessen. Okay. So. Alright, let's raid Tommy. Das Setup, was ich gefahren bin in den ersten 2 Runden, das hat so. And I'll see you tomorrow for the Sunday Grand Prix. Good luck, guys.
Zuschauer, was für ein tolles und spannendes Rennwochenende. Der nächste Doppelsieg für unseren Leon. Ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch. Glückwunsch geht natürlich auch an Luke Rasputic und an unseren Ben. Super gefahren in beiden Rennen. Würde ich sagen, blicken wir schon nach vorn zum nächsten Event. Da steht dann Le Mans auf dem Plan und da bin ich schon mal gespannt. Die nächste Highspeed-Schlacht. Bin ich mal sehr gespannt, wer mit seinem Setup da am weitesten vorn liegt. Würde ich sagen, freuen wir uns alle schon drauf. Blicken wir nach vorn. Bleibt uns alle treu und vor allen Dingen gesund. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. That's great, Ben. That's great. Easy, Leon. Ich fand trotzdem. Ja, ja, kann ich mir vorstellen, aber... Yeah, good racing there, Luke. Couldn't quite get you there. I feel like you're driving with hard tires. The tires are holding up way better than mine. Good racing. I'd be interested to know what your tyres are at the, when you get in the garage, Luke, and I'll check mine. About fuel, I think. Really? Do I need to push you? Yeah, maybe a little bit too much fuel. All together in the pit. Good the race today. Terrific, Kleber. I really enjoyed that, man. That was a great
Great Battle Byron. Do the race, man.